herzliches Willkommen auf meinem Kanal und heute werden wir uns hier an diese graue Fläche hier dran machen. Dort soll ein selbstgebautes Maisfeld entstehen. Und zwar wird das Ganze hier auf diese abnehmbare Fläche kommen, denn das soll mal später auch eine Trittfläche werden. Ja, wir haben viel Platz, um da zu gestalten und wir fangen auch gleich sofort mit den Limb Elements an. Auch um das Feld herum müssen wir wunderbar gut gestalten. Bevor wir jedoch unsere selbstgebauten Pflanzen für das Maisfeld bauen, muss ich natürlich jetzt erst hier den Untergrund mit großen Limb-Elements belegen. Das heißt, die sind ja insgesamt an 6 Noppen befestigt und es ist ganz schön stramm, das kann ich euch sagen. Aber die Pflanzenteile müssen ja hier wunderbar draufgesteckt werden und es soll ja auch halten, weil das Ganze ja abnehmbar ist. In die kleinen Lücken werde ich noch kleine Limb-Elements setzen. In die kleineren Lücken werde ich jetzt diese 1x2 Plates, die die abgerundeten Ecken haben und die Löcher oben in der Noppe, setzen und dann noch kleine Farbnuancen in 1x1. Ja, also ob man die natürlich letztendlich unter den Pflanzen sehen wird, unter dem Kornfeld, weiß ich nicht, aber ich muss es einfach tun. Es muss halt bei mir immer gut und kleinteilig sein. Aber wie ich finde, schaut euch die Fläche an, nicht schlecht. Das Ganze ziehen wir hier auch weiter über diese kleine graue Fläche, die ich ja auch machen wollte, hatte ich ja am Anfang gesagt. Ja, muss natürlich ein toller Abschluss sein hier zum Windrad hin und auch hier wieder komplett braun letztendlich alles. So muss das sein. Jetzt passiert hier an dieser Stelle so eine kleine knifflige Geschichte und zwar sieht das ja immer so aus, dass man, wenn man die Platte jetzt hier einschiebt, nichts überstehen lassen darf. Das heißt, ich muss haargenau arbeiten, sonst passt die Platte hinterher hier nicht rein und lässt sich hier nicht einschieben. Aber wie ihr mich kennt, werde ich das natürlich auch ohne Probleme hinbekommen. Natürlich hätte ich die Maispflanzen auch aus den fertigen Teilen machen können, die es ja von Lego auch gibt. Aber erstmal Punkt 1, natürlich zu teuer und deshalb selber zusammenstellen, selber bauen die Pflanze auf die Masse. Wenn dann die ganzen Pflanzen nebeneinander stehen, wird das mit Sicherheit gut aussehen. Da kommt es nicht darauf an, ob die Pflanze den Detailgrad einer echten Maispflanze hat oder nicht. Das spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Ich denke einfach, dass sei selbst gebaut immer irgendwie was Besonderes hat. Ich habe mich jetzt auch entschlossen, nicht nur eine Pflanze mit einem Maiskolben zu machen. Nein, rechts seht ihr auch welche, die haben 2 Maiskolben dran. Somit natürlich auch mehr Teile, in dem Fall sogar 10. Ja, 10 Teile für die rechte Pflanze, 7 für die linke. Aber ein bisschen Unterschied kann ruhig drin sein. Hier bin ich jetzt erstmal dabei, alle Pflanzen zusammenzustecken. Ja, ich habe mir gedacht, so ungefähr ca. 80 Stück müsste man erstmal machen, damit die Fläche bestimmt belegt ist. Ja, und das ist einiges und deshalb habe ich das hier auch jetzt mal ein bisschen verschnellert, denn das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, mir tun echt schon wahnsinnig die Finger weh. Ja, und das hier sind jetzt 80 Maispflanzen, jede Maispflanze im Schnitt aus 8 Teilen Minimum. Ja, also fangen wir hier an und setzen die Maispflanzen, ja, nicht ganz gerade, das heißt eine Noppe nach rechts, 3 nach oben und dann die nächste wieder. Natürlich gerade so, was der Untergrund auch so hergibt und wo eine Noppe auch gerade ist, weil manchmal ist dort halt ein Limb-Element und es geht da nicht zu setzen, ist halt einfach so. Aber ich denke, das sieht hinterher richtig stark aus, wenn das leicht schräg angeordnet ist im Vergleich zum anderen Gelände dann. Mal kurz aus einer anderen Position gefilmt und gedreht alles. Ja, hier kann man es ganz gut erkennen, die unterschiedlichen Reihen hier und wie gesagt, manchmal auch eine, die nicht so ganz akkurat steht. So sollte es sein, das war letztendlich mein Ziel, arbeiten wie in Wirklichkeit und naja, nicht ganz, aber wenigstens so ungefähr. Mir gefällt es bis jetzt auf jeden Fall richtig gut. Bin gespannt, wie das aussieht, wenn das dann richtig dort eingesetzt wird. Bin echt gespannt drauf. Auch diese kleine Ecke mit weiteren 50 Teilen hat es verdient, erwähnt zu werden. Dann werde ich jetzt mal die ganze Platte hier nehmen und ganz vorsichtig hier einsetzen. Noch nicht mal einschieben, eher so einkanten, sag ich mal. Im Moment noch alles mit einer Hand, aber ich glaube, dass da nehme ich die zweite Hand lieber gleich dabei, damit ich, jawohl, jetzt ist es drin. Ja, sieht doch klasse aus. Also mir gefällt es auf jeden Fall so aus dieser Position erstmal richtig gut. Ja, hier fahren wir doch mal so ein bisschen entlang und auch so, ja,
über das Feld von allen Seiten, damit man so ein bisschen was mal sieht. Ja, es kommt natürlich auf die Menge an und das Feld ist ja auch noch nicht fertig. Es wird ja bis hier an die Gleise auch dran gehen. Und ja, ich sag mal, vielleicht haben wir gerade mal die Hälfte. Aber genau diese 80 Pflanzen, die habe ich heute tatsächlich verbraucht. Es ist auch tatsächlich keine übrig geblieben. Ja, was meint ihr zu diesem Fortschritt heute? Ganz schnell zum Vorher-Nachher-Bild. Was ihr jetzt gerade seht, das war bevor das Video gestartet hat. Und jetzt einmal den Maiseimer eben drauf. Und ja, was meint ihr? Also, mir gefällt das richtig klasse. Also es war auch viel, ja, wie gesagt, es waren über 800 Pflanzenteile plus der ganze Untergrund. Ja, es war viel zu tun. Aber zuerst mal natürlich die Frage, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und hier vorne ist natürlich definitiv die Option. Wäre schon toll, wenn wir hier das Feld so ein bisschen schließen könnten, weil es ist ja auch bald schließlich der Bahnübergang dran und da muss auch richtig getüftelt werden. Oder ich mache mich doch erstmal nächstes Mal hier oben an die weitere Transrapid-Schiene dran. Mal sehen. Also, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss!